Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, was der August zu bieten hat. Zwischenmenschlich, energetisch, praktisch. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb der Infobox, unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im August. Für manche beginnt der August mit Schmerzen im unteren Bauchbereich in der Lendengegend. Bitte immer, falls das dann zufällig auf dich zutreffen sollte, einen Arzt aufsuchen und lasse dich von diesem beraten oder gar behandeln. Unruhe. Der Krebs braucht dringend Erholung. Licht am Ende des Tunnels. Lieber Krebs, Licht am Ende des Tunnels, damit ist gemeint, nach langem Ringen mit dir selbst triffst du eine Entscheidung. Du machst weiter, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Wenn du in der Natur bist, Steine sammeln ist für dich sehr wichtig. Auch wenn du dem bis dato noch keine Beachtung geschenkt hast, wirst du dich wiederfinden, indem du Steine aufsammelst, auch wenn du gar nicht weißt, warum. Gut möglich, dass manche überrascht werden mit einer Schwangerschaft. Im August wird es sehr intim. Regenbogenfarben an den Fenstern. Ja, es wird sehr intim für diejenigen, die noch im fruchtbaren Alter sind, für die Krebsdamen. Gut möglich Schwangerschaft. Ansonsten, für die, die nicht mehr im fruchtbaren Alter sind, könnt ihr eventuell von einer Schwangerschaft erfahren von euren Kindern oder anderen Verwandten, Freunden. In spiritueller Hinsicht werdet ihr einen Durchbruch haben. Auch dort geht es weiter. Pflanzen sehr ausschlaggebend. Genießt die Geräusche der Natur. Eure Energie ist ein bisschen schleppend. Schleppend, das heißt, es ist so eine
Stop-and-Go-Energie im August. Ihr werdet euch fühlen, wie kann ich euch das erklären, wie ausgebremst, bevor es richtig losgeht. Einige von euch können im August entweder mit dem schon bestehenden Partner eine sehr schöne, intime Zeit verbringen, erleben, beziehungsweise du lernst jemanden kennen. Und zwar den oder die Richtige. Doch kommen wir zu dir. Spirituell wirst du etwas erkennen dürfen, etwas ganz Neues, eine neue Ausrichtung, eine neue Erkenntnis, eine neue Richtung, die für dich ausschlaggebend wird. Es ist, als würdest du endlich wissen, worum es bei dir geht. Ganz viele Tools werden freigeschaltet bei dir. Werkzeuge, mit denen du dein Leben besser, leichter, einfacher meistern kannst, aber auch in gesundem Maße anderen helfen kannst, deine Tools weitergeben kannst. Ein bestimmter Krebs ist voller Eifer, der möchte, doch es geht darum, wirken zu lassen. Die Menschen werden auf dich zukommen, lieber Krebs. Gib allem Zeit. Und wie gesagt, Steine sammeln. Einen ganz bestimmten Stein wirst du finden. Er mag unscheinbar sein oder ganz besonders aussehen, ganz egal. Dieser Stein möchte dir eine Energie übermitteln. Aus dieser Energie heraus wirst du sagen wir eine Heilquelle wahrnehmen. Mache dir diese Heilquelle zu Nutzen. Auch geht es darum, dass du vor allem für den einen Krebs, der hier zuschaut, nicht voller Eifer und Tatendrang dich einbringen möchtest, sondern es spielerisch siehst, lass einfließen, aber ohne Verbissenheit. Schauen wir uns deine Hauptenergie an. Jemand hat einen Abschied zu seiner Mutter, durch einen Umzug eventuell, einen längeren Auslandsaufenthalt. Jemand versteht seine Mutter besser und es geht auch um Mutterthemen diesbezüglich. Was wurde mitgegeben? Was wendest du an? Wie wendest du es an? Was möchtest du anders machen? Eine ganz, ganz innige Beziehung zu einer Mutter hat ein Krebs hier draußen mit, ich höre den Namen Gertrud. Dort wird etwas verbessert, ausgebessert. Man findet sich wieder. Also Gertrud, oder ein Name mit G zumindest.
die Hauptenergie für den Krebs. Laternen ausschlaggebend. Und ja, der Zyklus, der zu Ende geht, die Welt und ein neuer beginnt. Wie vorhin schon angesprochen, du machst durch die Erkenntnisse, die du gewinnen darfst, Platz für etwas Neues. Das Neue wird sich vermischen, wird einfließen in das Alte, was schon Bestand hat. Doch das Alte, was Bestand hat, es wird noch eine Weile bleiben, doch es geht darum, dass du dich langsam aber sicher davon loslöst. Es geht darum, dass du aus deiner Komfortzone hinaus schreitest. Gut möglich, dass du dafür einen weiblichen Berater an deiner Seite hast, beziehungsweise Berater, ich habe mal gemeint, eine für dich sehr intime Person, mit der du, zu der du sehr viel Vertrauen hast, mit der du alles teilst. Da kann es sich um ein Erdzeichen handeln, muss aber nicht. Tomaten und Ananas. Was auch immer das für dich bedeuten möchte. Der 3. August ist ausschlaggebend für dich. Und irgendein Angebot, irgendeine Offerte 2+1. Ja, doppelt. Transformation, Veränderung. Es ist Zeit, lieber Krebs, dass du nun die Ernte deiner Arbeit erkennst, einfährst. Es fühlt sich so an wie etwas, das zu Ende geht, zu Ende gehen möchte, es zu Ende gehen darf, weil du jetzt soweit bist und alles Bestmögliche noch rausholst, bevor du es verabschiedest. Du erkennst auch Ursache und Wirkung. Und weil du das erkennst, kannst du das, was zu Ende gehen muss, bei dir aufs Wunderbarste beenden. Auch siehst du hinter das Kostüm von einem Menschen. Das Kostüm bedeutet die Maske, wie sich jemand verhält. Du erkennst den Kern, worum es eigentlich wirklich geht. Das ist so, sie sagen mir das Beispiel, wie wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Und er sagt dir mit einem Lächeln, ganz wunderbar, alles bestens, danke. Und du aber genau siehst, diesem Menschen geht es gar nicht gut. Ja, also das war jetzt nur ein Beispiel. Hibiskus und Salbeiblüten, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Sie sagen, es geht darum, neue Wege zu gehen. Erst gedanklich im Kopf dich neu auszurichten, aber dann tatsächlich im August, Knall auf Fall, sagen sie, diese neuen Wege einzuleiten. Und somit bist du ja schon dabei, diese zu gehen. Du wirst dich mit der Verdunkelung der Sonne auseinandersetzen. Das, was in der Sonne
so, also in der Sonne, im Licht, im ersten Anschein so wahnsinnig glitzert, dahinter ist eine Geschichte. Du blickst dahinter, lieber Krebs. Und was du dort erkennst, nein, es macht dir keine Angst, es bestürzt dich auch nicht, sondern es erstaunt dich, doch es überrascht dich nicht einmal. Bindfäden überall, alles ist verbunden. Dort, wo sich ganz viele ansammeln, du wirst beobachten, doch du wirst dich nicht dazu gesellen. Denn das, was du im August findest, das teilst du mit niemandem. Der 15. August sehr liebevoll wird dieser gestaltet werden. Und du erkennst, dass du zu einem ganz bestimmten Menschen gehörst, dieser Mensch zu dir, und das Schicksal euch vereint hat. Für diejenigen Krebse, die einen Beruf haben, Anwalt, Richter, mit der Justiz zu tun haben, alles was mit Recht und Unrecht zu tun hat, beziehungsweise so eine Entscheidungskraft haben, beruflich, in Tat und Wahrheit, sagen sie. Dort kommt etwas auf dich zu, das deinen ganzen Fokus abverlangt für 3 bis 4 Tage. Und das Urteil wird gefällt, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Ja, und das Erdzeichen, das immer mehr möchte, doch es möchte aus einem Leck des Selbstwertes heraus. Du wirst ihn darauf hinweisen, ihn oder sie. Und ja, auch dafür ist es gut möglich, dass du beurteilt wirst. Doch lass dich davon nicht abbringen, denn du siehst hinter die Kulissen, wie wir gesagt haben. Spreche deine Wahrheit, lieber Krebs, denn nur so kannst du Licht ins Dunkel bringen. Wir machen weiter mit dem Tarot, gehen mehr ins Detail, schauen, was noch für Botschaften auf dich warten. Ich warte im Extended auf dich. Bis gleich, lieber Krebs, ich freue mich. Ciao!